stressig, da reinzukommen. Weiter. Aua. Weiter. Ja, Angst vor der Küste halt. Ne? 1, 2, 3. Guten Morgen! Servus, liebe Leute. Oh Gott. Ja, also Servus, ne, aus der fränkischen Schweiz. Heute sind wir in Tüchersfeld. Und wie ihr sehen könnt, da hinten diese Felsen da, das ist ein ehemaliges Riff aus der Jurazeit. Und dieses Dorf Tüchersfeld ist halt mehr oder weniger um diesen Umlaufberg hier herumgebaut worden. Warum ist jetzt eigentlich dieses Auto um uns herum gefahren? Aber egal. Das wollte symbolisieren, wie das Dorf um den Felsen gebaut worden ist. Genau, und wir gehen heute auf jeden Fall noch zu mehreren Karsthöhlen, so wie sie typisch sind in der Fränkischen, unter anderem auch zu einem zweiten Schneiderloch. Und da ist diesmal eine echte Story dahinter. Wir werden uns auch eine Burg ein bisschen anschauen, die Burg Rabenstein, glaube ich. Und lasst euch überraschen, wir lassen uns auch überraschen. Ne? Wir nehmen euch jetzt mit, ne? Und wir werden mal schauen, was da so los ist. Wurzeln, ne? Ja. Hier so ein bisschen. Das beginnt doch schon wieder gleich richtig, ne? Mit einem Single Trail. So Leute, wir laufen jetzt hier neben der Püttlach entlang. Das ist ein 28 Kilometer langer Zufluss zur Wiesent. Und wie die Wiesent selber ist auch die Püttlach ein sehr, sehr reines Gewässer. Es gibt also jede Menge Fische da drin und es gibt auch Krebse. Gleich richtig schöner Aufstieg. Ja. Das tut so richtig gut gerade. Wenn man den schön langsam macht, den Aufstieg, dann passt das schon. Genau. Manche denken ja, dass bei dem Kanal, große Stufe, Christa, dass bei dem Kanal immer nur ich antworte in den Kommentaren. Aber Leute, das stimmt nicht. Nee, ich habe jetzt auch Adminrechte. Die Christa ist voll gleichberechtigter Administrator bei unserem Kanal und manchmal beantwortet die auch entsprechend die Kommentare. Bei uns ist es mehr so, wer halt die Kommentare gerade zuerst sieht, ne? Genau. Der behandelt die. Aber wenn es was Spezielles ist, an die Christa gerichtet, dann wird auch die Christa das beantworten. Ja. So, willkommen in Kohlstein auf 600 Meter Höhe. Wunderbar, und wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht. So, wir haben jetzt Kohlstein hinter uns gelassen und die Christa macht sich jetzt schnell an Stein aus dem Schuh. Und dann gibt es noch irgendein Connection-Problem mit dieser Apple-Uhr. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, ist egal. Apple Watch, ja. Und genau, und dann geht es auch gleich weiter. Psst, die Christa macht schon wieder Audiobild, Leute. Die Grillen. So, willkommen in Hungenberg und weiter geht's. Mensch, Christa, kannst du dich erinnern an den Daniel, der vom Kanal Master Hack? Du meinst der mit den Lootboxen? Ja, der hat ja so ein Video über die Riesenburg damals gemacht, ne? Ja, ich erinnere mich. Und ich habe da seinen Kanal mal genauer angeschaut, ne? Mhm. Und der hat ja schon, also gegenüber uns hat der schon einen Haufen weitere Abonnenten, ne? Dann müssten wir uns mit dem fast einmal zusammentun. Ja, ne, da könnten wir ein paar Abonnenten abgrapschen. Ja. Also weißt du was, da denken wir uns mal was aus, wie wir den catchen können. Ja? Wir sind jetzt in Unteralsfeld angekommen und da wird man auch gleich von der Ortsgemeinschaft freundlich begrüßt. Das ist doch eigentlich eine wunderbare Sache, ne? Schon am Ortsschild, ne? Das erlebt man auch nicht oft. Genau. Also ich war jetzt auf einer Geburtstagsfeier eingeladen und da hangen Luftballons oben im Baum. Und ich habe wahnsinnig Angst vor Luftballons. Viele, die blind sind, haben Angst vor Luftballons. Vermutlich, weil die so unerwartet platzen könnten und dann den entsprechenden Sound machen, oder? Ja, wahrscheinlich. Also mir ist als kleines Kind mal einer wegen der Hitze einfach ohne Vorwarnung in der Hand kaputt gegangen. Weil als Kind hatte ich noch keine Angst davor. Und ich habe mir schon öfter überlegt, diese Angst irgendwie zu überwinden. Und also soll ich das nächste Mal Luftballons mitnehmen? Also ich hatte einen mal in der Hand, das ist kein Problem.
Aber also, ich weiß nicht, also da habe ich großen Respekt davor. Ja. Wie ist es mit euch? Habt ihr auch Angst vor irgendwas? Habt ihr das überwunden? Holger, hast du vor irgendwas Angst? Also generell habe ich überhaupt keine Angst vor nichts. Ne? Nein, das ist natürlich Schmarrn. Auch ich habe Ängste. Ne? Also ich habe zum Beispiel Angst vor großen Hunden. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Es kommt aber eben auch oft vor, dass große Hunde mich halt anmachen und mich nicht mögen, warum auch immer. Aber wenn ich dabei bin, mögen alle Hunde, ne? Ja, das ist ganz komisch. Wenn ich mit der Christa laufe, dann ist auf einmal so, dass, naja, also mögen tun mich die Hunde deswegen auch nicht, aber es ist unproblematischer. Also die Hunde machen mich einfach nicht mehr an. Ganz komisch. Meine Aura, das war matschig. Matschig halt. Ja, und ansonsten, ja, ich habe halt ansonsten ja, Angst vor der Christa halt, ne, wenn die sauer ist oder irgendwas. Ne? Prösterchen, ne? Stößchen. So. Ein wunderbares Bier, ne? Bei der Brauerei Held jetzt hier und dem entsprechenden Gasthof Eine wunderbare Pause haben wir jetzt hier gemacht. Top, ne? Und wir legen jetzt dann auch gleich wieder los, ne? Ist auch wieder gut. Ja Mensch, wer im Biergarten hocken kann, ne? Das stimmt. Der kann auch da hoch, ne? Ja. So schaut's aus. So, dann langsam gehen hier. Okay. Und die Trails, die gehen auch so einigermaßen, ne? Ja. Wir sind schon viel Schlimmeres gegangen. Oh ja. Aber Im hier, Teil 3 zum Beispiel. ja, da war es halt auch noch nass. Aber Leute, hier die Landschaft ist einfach ein Traum. Immer wieder diese Felsen hier. Wunderbar. Hier haben wir den Burgstall, die alte Feste. Und da sieht man jetzt kaum noch was. Deswegen ist es ja auch nur ein Burgstall. Aber diese Burg wurde um 1400 errichtet. Das heißt, die ist sehr viel jünger als jetzt beispielsweise die Neideck, die ja so 1100, 1200 rum ist. Aber der Witz ist, das Ding ist gebaut worden und 6 Jahre später bei irgendeiner Auseinandersetzung mit irgendwelchen Nürnbergern und Bambergern ist das Ding dann schon wieder zerstört worden. Ja, also bis auf ein paar Mauerreste gibt es hier nichts mehr zu sehen. Aber trotzdem interessant. Wir kommen jetzt zur Schlupflochhöhle. Und das ist halt vor allem, das ist glaube ich so eine kleine Durchgangshöhle. Und an dem entsprechenden Felsen wird halt auch viel geklettert. So, jetzt pass mal auf, hier, ne, Hängestelle. Alles klar? Also die Schlupflochhöhle, die war jetzt natürlich ja, krass besucht, ne? Da geht einiges ab. Da tun halt viele klettern. Jetzt rechts halten. Für mich wäre das nichts, Leute. Wir haben da jemanden gesehen, der war irgendwie 10 Meter in der Luft am Felsen. Das könnte ich nicht machen. Lass dich gewinnen. Tja, also Kletterfelsen gibt es hier überall. Das scheint hier so eine richtig populäre Gegend für Kletterer zu sein. Und uns zieht es jetzt weiter. Ich denke, das nächste müsste das zweite Schneiderloch werden. Denn wir haben ja schon mal ein Schneiderloch gehabt bei der Tour Nummer 2, glaube ich, war das. Bei der unterhalb von der Streitburg gibt es nämlich auch ein Schneiderloch. Aber dieses Schneiderloch, schauen wir mal, damit hat es nämlich eine wahre Begebenheit auf sich. Ja, bei dieser herrlichen Landschaft hier, Leute, da zeigt sich die fränkische Schweiz mal wieder von ihrer besten Seite. Wunderbar. Und auch wenn es anstrengend ist, es geht aber noch, ne? Wir fühlen uns beide noch gut. Ja. Und wir checken jetzt auch viel häufiger als früher immer unseren Status. Ja. So, hier ist ja, Leute, die Burg Rabenstein, die wurde Anfang des 11. Jahrhunderts gebaut. Und die hatte ganz viele wechselnde
Besitzer und natürlich waren da wieder die Schlüsselberger dabei, ist ja klar. Ne? Und heute, seit 2006, ist diese Burg in Privatbesitz und ist eben auch ein Eventhotel und dort finden auch so Mittelaltermärkte und so weiter statt. Ist ganz interessant, es gibt da auch eine Falknerei vor Ort. Genau, aber uns zieht es jetzt gleich weiter, denn es geht jetzt dann zum Schneiderloch, ne Christa? Hier geht es jetzt erstmal nicht großartig weiter. Bücken, Christa. Bücken, ne? Und steil nach oben. Ach du Scheiße, ja. Weiterhin bücken. Dann müssen wir halt irgendwie auch wieder rauskommen. So Leute, wir haben das tatsächlich geschafft. Geschafft. Christa, bleib mal ganz kurz stehen, dann kann ich noch irgendwas filmen. Oh. Also sehr geile Sache. Aber das war jetzt auch echt stressig, da reinzukommen, muss ich sagen. Vielleicht, dass wir rauskommen. Ja. Also jetzt Ding, ne? Sagst du mir wieder, wenn ich mich bücken muss? Ja, Single Trail und zwar sehr eng und steil, ne? Und du kannst dich aber links und rechts, ne? Könntest du dich auch an der Wand festhalten? Das mache ich mal. Ja. Okay. So, also es geht immer einfach nur langsam runtergehen. Stell dir mal vor, da würde jemand durchlaufen, der 200 wiegt und der bleibt dann da stecken. Was okay, macht man? Jetzt geh mal langsame Schritte. Oh. Ich nehme mal deine eine Hand, ja. Okay. Okay. Jetzt hast du das Training angehalten. Ja, komm, weiter. Wie kann man das wieder fortsetzen? Und jetzt musst du dich bücken. Warte mal, wie macht man das? Was mache ich denn jetzt? Ja, du kommst Holger. weiter. Geh mal weiter, das ist genau so, ja. Jetzt hast du mein Training. Weiter. So, weiter runter. Und jetzt nicht hochgehen. Weiter. Jawohl. Weiter. Du kannst noch nicht hoch. Noch eins weiter, jawohl. Jetzt kannst du hoch. Und jetzt gehst du noch darüber zur Wand. So. Und du gehst jetzt weiter. Okay. So, jetzt geh mal weiter vor. Und jetzt gehst du da zur Wand. Ja. Und hier kommt jetzt ein 40er nach unten. Ich hab dich. Und? Ja, sehr gut. Ja, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht. Okay, machen wir weiter. So. Und ein großer runter nochmal. Ja, okay. Legst mich fett. Alles klar? Ja. Es ist so ein Holzgeländer, aber musste nicht. Die Stufen sind gleichförmig. Okay? Die sind auch gleich oben. Ich weiß gar nicht, wo wir dann sind. Bei einer riesigen Höhle. Großes, jetzt kommt dann so ein, für dich kommt ein 20er jetzt, ne? Ja. Und danach kommt ein 30er. Okay? Und 20. Höhe passt. Wahnsinn. Ich glaube, die Uhr habe ich auch wieder hingekriegt. So, also das hier oben müsste jetzt die Schneiderkammer sein. Wir haben mal kurz das Mikro gewechselt, weil wir auf den Headstrap für die Kamera gewechselt haben. Stufe und eine Stufe. Jawohl. Passt. Alles klar? Mit Stufe. Sehr gut. So, wir machen jetzt hier eine kurze Riegelpause, ne? Beziehungsweise die haben wir jetzt gleich schon hinter uns und wir laufen jetzt gleich weiter. Aber was ich noch vergessen habe ist, und zwar da, wo wir jetzt gerade waren, in dem Schneiderloch und in der Schneiderkammer, da ist tatsächlich im 30-jährigen Krieg ein Schneider namens Reibenspieß
der hat sich dort zurückgezogen und ist halt geflüchtet, hat sich dort versteckt. Ne? Und es ist ihm wohl auch eine ganze Zeit lang gelungen. Also wir sind jetzt hier an der Sophienhöhle, aber da gehen wir gleich weiter. Da muss man was zahlen, damit man da reingeht. Das langweilt uns. Und außerdem sind das so viele Leute. Da gehen wir jetzt gleich weiter. Und ja, die Wege sind immer noch so leicht beschwerlich für uns, muss man jetzt mal zugeben, aber es geht, ne? U10, das ist das Wichtigste, dass wir guter Dinge sind, Ja. dass es halt bisher klappt. Ne? Wir haben natürlich schon manchmal jetzt mit der Geschwindigkeit runtergehen müssen, wie jetzt zum Beispiel hier. Jetzt rechts. 15, 15, 15, 15. Wir sind jetzt in der Ludwigshöhle angekommen und das ist schon gewaltig, Leute. Das ist so mindestens, sage ich mal, 30 Meter lang. Dieses riesige Gewölbe hier. Ein Riesensaal, aber natürlich ist es so, dass diese Höhle halt seit Menschengedenken schon von Menschen benutzt worden ist. Ne? Entsprechend wenig ist die natürlich. Also man findet hier keine Tropfsteine oder ähnliches. Das ist alles durch die Benutzung und durch die Zeit auch ja, mehr oder weniger zerstört worden. Ne? Aber es sind halt hier eine prähistorische Besiedlung, ist hier nachgewiesen. Aber wie schon gesagt, es ist halt eine reine Schauhöhle. Der Boden, Christa, brauchst dir keine Sorgen machen. Der ist besonders okay für eine Höhle dieser Art. Das ist jetzt so ein Seitenarm hier, ne? Ein Rückzugsort. Ja, und das ist eben dadurch, dass das hier alles so, dass das so glatt ist, ne? Liegt daran, weil das über Jahrhunderte oder Jahrtausende von Menschen halt benutzt worden ist. Ne? Weißt du, was ich mir hier cool vorstelle, wenn es gewittert und man ist in der Höhle drin? Ja. Treppen ohne Ende, Leute, hier. Ach, schaut euch das an, Leute, hier. Es gibt hier so viele coole Orte, wo man einfach Pause machen könnte. Aber wir haben schon wieder gar nicht mehr so viel Zeit, ist uns aufgefallen. Wir müssen schauen, dass wir ein bisschen durchhauen, ne? Ja. Jawohl, Christa nimmt einen Schluck aus der Pulle. Einen Schluck aus der Pulle, ne? Wahnsinn, eine Höhle und Grotte nach der nächsten. Überall kann man sich hinsetzen und ein wenig Pause machen, ne? Aber das ist halt nichts für uns. Wir müssen jetzt weiter. Ne? 200 Meter. So, jetzt sind wir dann draußen aus dem Wald, haben das Schneiderloch gesehen und die Schneiderkammer. Und wir sind jetzt auch ganz froh, dass wir mal wieder kurz auf Asphalt laufen. Ja. Da kommt mit Sicherheit wieder eine andere Strecke auch noch, aber das ist natürlich auch okay, weil Asphalt bedeutet für uns immer, jawohl, wir können wieder Strecke machen. Ne? Und wir kommen heute noch daheim wieder an. Ja. Genau. Ach so, und wir hatten ja, haben wir ja schon erzählt, ne? So ein bisschen nervös waren wir ja schon noch, weil wir ja mal wieder Erfolgserlebnis wollen. Ne? Aber uns geht's gut. Auch wenn es wieder langsam war heute, das liegt eben an den Trails. Sorry, ne? aber sowas kann man nicht schnell als Blinder. Das liegt eben an den Trails. Ne? Aber das Wichtigste ist doch, Leute, der Christa geht's gut. Schau, die lächelt noch, schaut euch die Christa an. Ne? Also, ja, sag mal, Christa, das passt schon. Was ist denn jetzt eigentlich das nächste kommerzielle Ding, was wir geplant haben? Also, weißt du da was? Ich habe nur noch mit dir keine Gnade für die Wade. Keine Gnade für die Wade haben wir noch auf dem Programm, ne? Sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Doch, was wir wahrscheinlich noch machen werden, ist dann in Nürnberg der Megamarsch im November. Oh ja, der ist cool. Den könnten wir uns überlegen, ja, ob wir das noch mitmachen. Ja, und du halt, ein 100er, ne? Ja. Und ansonsten haben wir jetzt erstmal, ich meine im August ist ja so ein bisschen Ferienzeit auch, ne? Ja, und das ist auch extrem heiß. Ja, da müssen wir mal gucken. Da treffen wir uns aber vielleicht auch, um ein paar Touren zu machen. Mal schauen. Ja. Ne? So, okay, also noch 2 Kilometer nach Tüchersfeld wieder. Und Komoot schlägt uns jetzt so einen Weg hier vor. Nochmal ein richtig schöner Weg jetzt zum Schluss. Total. Kommt mir vor wie so ein Flussbett, wie wir jetzt hier durchlaufen. Also wunderbar. So Leute, hier ist jetzt das Pferdsloch. Das ist eine Durchgangshöhle. Da führt unser Wanderweg jetzt durch.
Leute, wir sind jetzt gerade durch das Pferdsloch gelaufen. Das ist eine Durchgangshöhle. Aber auch hier gilt im Winter, die eher nicht zu durchlaufen. Denn auch hier siedeln Fledermäuse im Winter. So, und wir gehen jetzt aber weiter. Bald haben wir es nämlich geschafft. Ja. Ein Ding kommt noch. Das Kuhloch, glaube ich, kommt noch. Das ist nochmal die mega Überraschung zum Schluss. Dieses Kuhloch hier, das können wir nur empfehlen, diese Höhle. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir nochmal so eine große Höhle, dass wir jetzt nochmal auf so eine große Höhle treffen, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich bin hin und weg, bin total fasziniert. Überall tropft es hier. Es ist einfach nur cool. Das Kuhloch, ne? Das war jetzt nochmal ein richtiges Highlight zum Schluss, muss ich echt sagen. Weil, wenn man das nämlich vergleicht, ne? Zum Beispiel mit der Ludwighöhle, ne? Mit der Ludwigshöhle, dann muss ich echt sagen, also das Kuhloch ist nochmal richtig groß gewesen. Und wir waren da alleine. Du bist völlig alleine, das ist überhaupt nicht überlaufen mit Touristen oder so. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, top. Überall in der Höhle tropft es, ne? So wie man sich das vorstellt in der Höhle halt. Ne? So, das war's jetzt Also für den Wahnsinn. Teil 4, ne? Jawohl, ich schau mal kurz nach, was wir jetzt zusammengebracht haben heute wieder mal. Ne? Oh ja, machen wir. Und zwar haben wir können mit 17,8 Kilometern aufwarten bei Naja. 380 Höhenmetern. Jawohl, das ist doch eine saubere Sache. Ja. Und was haben wir jetzt also gesehen? Wir sind jetzt hier wieder in Tüchersfeld, ne? Und die ganze Gegend hier ist so richtig typisch fränkische Schweiz. Es sind wirklich überall so Karsthöhlen und Felsen. ja, genau. Und wir waren ja auch ein bisschen nervös, dass wir das vielleicht nicht schaffen. Ne? Waren wir das? Echt? Naja, nach dem Abbruch halt. Ne? Aber Ja. es geht jetzt wieder alles. Und wir wissen jetzt, wir können es noch. Ne? Ja, zum Glück. Super, ne? Und Ja, würde ich auch sagen. genau. Und ansonsten, was gibt's noch zu sagen, Leute? Ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja. Wir wissen noch gar nicht so genau, was wir als nächstes machen. Müssen wir uns mal überlegen. Hier mit dem Daniel könnten wir mal gucken, dass wir den irgendwie an die Angel kriegen. unbedingt. Und ansonsten, ja, wir wünschen euch viel Spaß. Geht raus, Leute. Das ist gesund. Ne? Bewegt euch. Bewegt euch ein Rostet wenig. nicht. Dann bis zum nächsten Mal. Bis Ne? zum nächsten Mal. Tschö. Ade.